Hallo, ich bin Timo von Paulimod. Und nachdem wir bei den letzten beiden Malen die C2 und die PM190V vorgestellt haben, wird es heute mal an der Zeit, eine erwachsenere Maschine zu testen, und zwar in dem Fall die PM3700. Wir haben uns für die entschieden, zum ersten, weil ihr es euch natürlich gewünscht habt, und zum zweiten, weil es eine Getriebemaschine ist mit einem 400 Volt Anschluss. Und jetzt gehen wir im Einzelnen darauf ein. Die PM3700 gibt es für unter 2.500 € und sie wiegt unter 200 Kilogramm. Das heißt, sie ist nicht mehr so einfach transportabel, man braucht mindestens 4 Leute und wenn es in den Keller runtergeht, dann wird es schon ziemlich anstrengend. Dafür ist sie natürlich auch sehr massiv, was natürlich auch dazu hilft, Werkstoffe wie Edelstahl zu bearbeiten. Es kann die Maschine mühelos. Aber eins nach dem anderen. Jetzt gehen wir aufs Einzelne ein. Das erste auf die 12 Geschwindigkeiten. Die sind hier wunderbar mit diesem Rad hier zu wählen. Wir können auf bis zu 45 Umdrehungen pro Minute runter, was ein Riesenvorteil ist beim Gewindeschneiden oder beim Reiben beispielsweise. Und wir können aber auch bis 2000 Umdrehungen hoch. Was natürlich ein praktisches Vorteil ist, wenn man schmale Teile hat oder weiche Teile hat. Die Maschine, wie ich schon gesagt habe, hat einen 400 Volt Motor. Das heißt, der Motor dreht immer mit der gleichen Drehzahl. Die Getriebeübersetzung regelt dann die Spindeldrehzahl. Und darum ist hier hinten ein Getriebe drin, darum ja auch Getriebemaschine. Wenn man hier jetzt ist, sieht man auch unten noch das Vorschubgetriebe, das zweite Getriebe. Mit dem Vorschubgetriebe, das hat den riesen Vorteil, darum empfehle ich die Maschine so gerne, dass man Gewinde schneiden kann von 0,25 Steigung bis zu einer 2,5 Steigung, ohne dass man hinten die Wechselräder wechseln muss. Und das deckt im metrischen Bereich eigentlich nahezu alles ab. Das kann man hier einstellen, A, B, C. Von 1 bis 5 die Stufen, die Tabelle ist hier unten. Erst wenn wir Gewinde schneiden, über einer Steigung von 2,5, müssen wir hinten Wechselrad umlegen, beziehungsweise wenn wir zöllische Gewinde schneiden wollen. Ein weiterer Vorteil, den die Maschine hat, ist ein relativ großer Umlaufdurchmesser über dem Bett. Wir haben hier ein 125er Backenfutter. Und mit dem 125er Backenfutter können wir Werkstücke bis 125 Durchmesser spannen, innen wie außen. Zum Außenspannen natürlich braucht man die Wendebacken. Hier geht es dann hier über die Innenbacken aber ganz gut. Man kann das mitgelieferte serienmäßige 3-Backenfutter natürlich auch durch ein 4-Backenfutter ersetzen, zentral verstellbar, beziehungsweise durch ein 4-Backenfutter einzeln verstellbar. Hier sieht man an der Seite die Ölgläser, weil ein Getriebe muss natürlich im Ölbad laufen. Da kann man dann immer überprüfen, was man für eine Ölmenge hat, was natürlich bei einer Sichtkontrolle ruckzuck geht und man weiß auch, wann man es nachzufüllen hat. So, jetzt schließen wir hier den Spindelschutz und gehen hier auf das Notaus ein, hier auf den Tippbetrieb. In dem Moment, wenn man zum Beispiel hier, na klar, ist wie immer der Vorführeffekt. Normalerweise kann man das nicht einfach so im Kreis drehen. Wenn das jetzt hakt, weil die Zahnräder nicht übereinander stehen und nicht ineinander einrutschen, sollte man nicht an der Spindel drehen, sondern immer im Tippbetrieb kurz Gas geben. Seht ihr? Jetzt geht es nicht weiter. Tippbetrieb und genau. Seht ihr? Und so kann man dann weiterschalten. Immer auf den Tippbetrieb achten, dass die Zahnräder von den Flanken so stehen, dass man es einrasten kann. Ihr habt es jetzt gerade gesehen. Seht ihr? Und schon wieder klemmt es irgendwo. Ich mache da jetzt nicht weiter, sondern ich gehe jetzt auch hier noch auf die Taste ein. Hier, da seht ihr, ob die Maschine am Stromnetz ist, beziehungsweise der Hauptschalter an. Der Hauptschalter befindet sich hinter der Maschine. Nachdem wir jetzt den Getriebekasten und den Spindelkasten jetzt genau in die Lupe genommen haben, gehen wir weiter, und zwar hier an den Bettschlitten. Bettschlitten, ganz klar Z-Achse, X-Achse, Z-Oberschlittenachse, so wie es bei jeder Drehbank ist. Zudem haben wir hier auch noch eine Schlossmutter, um Gewinde zu steigen, und, das ist der Riesenclou, einen Vorschub. Das heißt, der Vorschub arbeitet mit der 5-fachen Reduzierung im Vergleich zur Schlossmutter. Soll heißen, wenn ich jetzt die Maschine auf 300 Umdrehungen anmache, was natürlich zum Gewindeschneiden viel zu viel ist, aber ich demonstriere es jetzt einfach mal, dann seht ihr, wie schnell der läuft. Wenn ich jetzt hingehe, dann seht ihr,
er läuft um einiges langsamer. Warum ist das so? Im Prinzip ist es ganz einfach erklärt. Wir haben hier eine kombinierte Leit- und Zugspindel. Na. Genau, jetzt habe ich die richtige Position gefunden. Die Schlossmutter ist quasi eine geteilte Mutter, die außen auf das Gewinde greift. Hier seht ihr eine Nut. In dieser Nut bewegt sich ein Nutenstein und der nimmt die Kraft ab und leitet sie auf den Küken weiter. Und dadurch gibt es dann quasi nochmal eine Untersetzung. Darum ist der Vorschub langsamer wie die Schlossmutter, wie wenn ich es mit der Schlossmutter schließe. Zusätzlich zum Längsvorschub haben wir hier natürlich auch den Planvorschub. Somit lassen sich die Teile richtig schön planen. Hier seht ihr, es läuft genau entgegengesetzt, was technisch keinen Sinn macht. Das liegt daran, ich habe es vorhin vergessen zu erwähnen, man kann hier rechts und links Gewinde schneiden. Das heißt, man kann die Laufrichtung von der kombinierten Leit- und Zugspindel ändern. Ich werde es jetzt machen, indem ich nochmal umdrehe und jetzt der Test. Und jetzt sieht man, jetzt geht es richtig rum rein. Was heißt das für uns im Klartext? Für uns im Klartext heißt es eigentlich, dass gerade Leute, die aus der Oldtimer-Restauration kommen, zum Beispiel englische Autos haben oder englische Motorräder, die viel Linksgewinde machen, das mit der Maschine wunderbar machen können. Das ist ein großer Vorteil an der Maschine. Man kann wirklich Gewinde schneiden in sämtlichen Variationen, recht bequem, wie ihr es hier seht, anhand von dem Vorschubgetriebe, wo ich schon erklärt habe. Hinten gibt es eigentlich keine allzu großen Überraschungen mehr, bis auf das, dass wir hier einen Profi-Einschalthebel haben, was ich recht angenehm finde, weil so sind die Hände immer im Arbeitsbereich. Keine ist hier oben, die andere hier unten, sondern das ist alles kompakt, aber trotzdem übersichtlich. Zu guter Letzt natürlich der Reitstock. Bei den großen Maschinen ist es schon so, dass die Reitstockpinole eine MK3-Aufnahme hat und keine MK2-Aufnahme, wie beispielsweise schon bei der vorgestellten C2 oder PM190V. Das Maschinenbett selber ist induktionsgehärtet. Die Maschine ist auch für Edelstähle geeignet. Das heißt, jeder Werkstoff, den ihr verarbeiten wollt, ist mit der Maschine machbar und zwar vernünftig machbar. Wie ich schon gesagt habe, wir fangen jetzt an, im Erwachsenenbereich zu arbeiten. Das ist so quasi die richtige erste erwachsene Maschine, die wir im Sortiment haben. Und wenn ihr wahrscheinlich selten oder wahrscheinlich auch nie den Spindelkasten aufmachen müsst, weil euch die Gewindesteigungen ausreichen, mache ich ihn trotzdem mal auf und zeige euch mal, wie es drin aussieht. So, nachdem man das aufgemacht hat, fällt uns sofort die Wechselräder ins Auge. Hinten 120 Zähne für metrische Gewinde, vorne 127 Zähne für zöllische Gewinde. Hier der Riemen, Motor zur Spindel, hier der Schutzschalter. Ihr seht auch alles schön aufgeräumt, nichts, wo man jetzt sagen muss, das sieht aus, als ob es ein Diplom wäre. So, jetzt haben wir auf den Tisch gelegt, was als serienmäßiger Umfang mit dabei ist, und zwar Backenfutterschlüssel, das Ölkännchen, den Schlüssel für den Original Vierfach Stahlhalter, um die Stelle zu klemmen, hier die Wechselbacken zum Außenspannen, eine feste Körnerspitze, ein Wechselrad und dann noch das Werkzeug wie die Doppelgabelschlüssel, ein Schlitzschraubenzieher, ein Kreuzschraubenzieher und ein Satz in den Sechskantschlüssel. Hier natürlich alles verstaut in der schwarzen Box, die zur Maschine auch noch dazugehört. Wie bei allen unseren Maschinen ist es auch bei der PM3700 so, dass sie im Werk von dem Kontrolleur, den wir bezahlen, wir angehört haben, auf Geometrie gemessen wird. Das Prüfprotokoll, das sogenannte Test Record, liegt bei. Da seht ihr auch die Soll- und Ist-Werte, was die Maschine haben darf und was sie tatsächlich hat. Und natürlich auch hier wieder die Bedienungsanleitung, ordentlich in deutscher Sprache geschrieben, mit schönen Fotos, alles detailliert. Wie ich immer so sagen mag, durchlesen, ihr erkennt den Wert von eurer Maschine, ihr wisst den Wert, den die Maschine leisten kann und wie ihr dorthin kommt. Also das Buch der Wunder und Unfassbarkeiten bitte durchlesen. Ganz wichtig. Alles Mögliche, wie ich es auch schon in jedem Video mache, ist hier beschrieben. Sicherheitswarnungen, am Schluss, jetzt lege ich kurz das Papier weg, am Schluss die CE-Norm, das Zertifikat. Einfach alles. Darum bitte anschauen.
Nachdem die Maschine hier angekommen ist, werden die Maschinen erstmal ausgepackt, werden erstmal gereinigt. Nachdem sie gereinigt werden, werden sie geprüft. Das heißt, die werden 20 Minuten laufen gelassen und werden dann komplett eingestellt, beziehungsweise was man eben einstellen muss. Und erst wenn die Maschinen vom Werk aus gecheckt sind, vom Kontrolleur gecheckt sind, hier gereinigt und geprüft wurden, erst dann kommen die zu euch. Das heißt, unser Paudimod Komfortpaket, das ist bei jeder Maschine automatisch mit dabei. Bei der PM 3700 ist es so, dass man das Zubehör unten im Reiter frei wählen kann. Drehstähle, mitlaufende Zentrierspitze, Bohrfutter, Multifix-System, Rändelwerkzeug, egal was ihr braucht. Alles steht unten drinne und ist kompatibel für die Maschine. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie auch immer, ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail, wir helfen euch auf jeden Fall weiter. Wenn wir schon bei der PM 3700 sind, ist der Schwenk zur PM 3900 auch nicht mehr allzu groß. Weil im Prinzip ist die PM 3900, wie ihr seht, im Prinzip das gleiche wie die PM 3700. Die hat nur 3 wesentliche Unterschiede. Der erste Unterschied ist, wir haben ein 160 mm Backenfutter mit Camlog-Aufnahme. Wir haben einen Spindeldurchlass von 38 mm und die Spitzenweite liegt bei 820 mm zu 610 mm wie bei der PM 3700. Natürlich hat auch diese Maschine einen 400 Volt Anschluss mit 16 Ampere, aber ansonsten alles identisch. Was ich immer toll finde bei uns, wir haben jetzt, um euch die PM 3900 zu demonstrieren, einfach eine aus dem Regal genommen, so wie sie auch bei euch ankommt. Und ihr seht, die ist noch montiert auf dem Untergestell, hat also keine Spänewanne und das Modell hat auch noch ein Messsystem. Apropos Messsystem, die PM 3900 und die PM 3700 kann man sowohl wie mit als auch ohne Messsystem bestellen, je nachdem, wie es ihr am liebsten wollt. So, jetzt sind wir am Ende vom Video. Kurz zusammengefasst, die Maschine mit ihrem 400 Volt ist ein richtiges Kraftpaket, mit dem man sämtliche Werkstoffe bearbeiten kann. Umlaufdurchmesser ist auch groß genug, um jetzt Arbeiten an Autos, Motorrädern oder ähnlichen großen Dingen vorzunehmen. Trotzdem noch so kompakt, dass ihr jetzt keine riesen Platzverhältnisse braucht. Also auf jeden Fall eine Überlegung wert. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr irgendeine Idee habt, ihr seht's, wir setzen es um. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Facebook oder Instagram oder den anderen Social-Kanälen, die wir unten eingeblendet haben. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!